Hallo und herzlich willkommen bei FlixCheck, dem KI-gestützten Tool zur Digitalisierung Ihrer Kundenkommunikation. Mein Name ist Tim und ich habe Ihnen heute einmal zum Thema Abrechnung und Rechnung eine Frage mitgebracht, die sich immer wieder bei uns im Support ansammelt. Nämlich, wo finde ich meine Rechnung und Abrechnung? Das wollen wir heute einmal gemeinsam beantworten. Ich würde sagen, verlieren wir nicht allzu viel Zeit und gehen wir direkt an den Rechner. Nachdem wir uns im Portal angemeldet haben, landen wir immer erstmal im Dashboard. So, hier habe ich unten links den Button Einstellung. Dort klicke ich einmal drauf, dann kann ich erstmal meinen FlixCheck personalisieren und wenn ich ein bisschen runter scroll, habe ich hier den Punkt Abrechnung. Darunter finde ich einmal Abo und Bezahlung und den Punkt Meine Rechnung. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ich blende jetzt einmal ein Bild eines Accounts ein, wo mehrere Rechnungen vorhanden sind, da ich einen internen Account benutze, der keine Kosten verursacht und dementsprechend auch keine Rechnungsübersicht hat. Hier auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, sich einmal alle Ihre Rechnungen in verschiedenen Formaten runterzuladen. Den oberen Punkt Abo und Bezahlung klicke ich einmal drauf und blende ich Ihnen jetzt ebenfalls ein Bild eines Accounts ein, der Ihre Sicht darspiegelt. Haben Sie einmal sehen, welchen Tarif haben Sie gerade abgeschlossen, welche Kosten verursacht der im Jahr, was ist der aktuelle Abrechnungszeitraum. Auch hier haben Sie den Button nochmal drauf zu klicken, meine Rechnung, dann kommen Sie direkt dorthin, wo wir gerade unten waren. Wenn wir jetzt wieder auf Abo und Bezahlung gehen, hier unten haben Sie dann noch einmal eine Übersicht Ihrer Verträge und Produkte. Sprich, ich sehe, welchen Vertrag habe ich, wann wurde der gebucht, ist der aktiv, wie viele davon habe ich, was kosten die mich und ich hätte hier rechts die Möglichkeit auf Vertrag kündigen zu klicken. Dasselbe sehe ich mit den Produkten. Man sieht, was ist zusätzlich noch gebucht, ist das Ganze aktiv, welche Preise hat das, in welchem Berechnungszyklus ist das und auch hier kann ich die einzelnen Produkte kündigen. Und unten haben Sie noch Ihre Zahlungsinformationen. Falls sich dort bei Ihnen etwas ändert, hätten Sie die Möglichkeit, das ebenfalls auch direkt zu ändern. Jetzt wissen Sie, wie Sie im FlixCheck-System sowohl Ihre Zahlungsdaten ändern oder sich auch Informationen einholen. Was haben Sie abgeschlossen und wo finde ich die dazugehörigen Rechnungen? Ich hoffe, diese Antworten unterstützen Sie optimal bei Ihrer Arbeit mit FlixCheck. Wir freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft begleiten zu dürfen und dabei zu helfen, Ihre Kundenkommunikation zu digitalisieren und auf ein neues Level zu heben. Wenn Sie noch weitere Fragen rund um das heutige Thema oder auch zu einem ganz anderen Thema rund um FlixCheck haben, können Sie gerne auch diese Fragen in die Kommentare schreiben und wenn sich da eine kleine Anzahl angesammelt hat, werde ich diese in einem neuen Video beantworten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich Sie einmal bitten, unten kostenlos auf Abonnieren zu klicken und wenn Sie möchten, doch vielleicht einen Daumen nach oben dazu lassen. Mir bleibt jetzt nichts weiter übrig, als mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.